Ja, einen wunderschönen guten Abend aus der Schweiz nach Mexiko zu Ella. Heute darf ich mit Ella ein ganz besonderes Gespräch führen über ein Ereignis des letzten Jahres, das ich auch miterleben und begleiten durfte, nämlich den Tod ihrer Mutter, die ganz plötzlich verstarb. Und es hat mich so sehr berührt, wie Ella damit umgegangen ist, dass ich sie gefragt habe, ob sie bereit wäre, ein bisschen zu teilen, wie das ganze Erleben für sie war. Und so freue ich mich riesig auf dieses Gespräch. Vielen Dank, Ella, für deine Bereitschaft. Es freut mich sehr. Ich danke dir für den Raum und, ja, freue mich. Ja, ich finde einfach dieses Thema Tod, Abschied ist so ein wichtiges Thema, das viel zu wenig thematisiert wird oder oft sehr schwer und dunkel thematisiert wird in unserer Gesellschaft. Und nun wollte ich dich fragen, wie hast du das erlebt? Wie war es für dich, als deine Mutter so ganz plötzlich aus dem Leben gegangen ist oder in eine neue Form gewechselt hat? Ähm, Vielleicht auch, wie war diese Zeit für dich? Wie hast du das erlebt? Mhm. Das, ja, ist natürlich, eine große Frage. Auf jeden Fall habe ich diese Zeit komplett und utterly anders erlebt, als ich's mir jemals ausgemalt habe. Also, ich war schon immer sehr tief verbunden, gerade auch körperlich und meiner Mama. Also, ich habe einfach sehr viel wir waren sehr ja, auch wenn wir nicht örtlich zusammen waren oder so, wir haben immer gegenseitig sehr viel gespürt, was so abgeht und ja, haben einfach sehr 'ne sehr innige Verbindung gehabt, auch wenn sie zwischendurch sehr schwierig war und sehr ja, ich habe also jetzt ist ja also es ist so schwierig, wo fängt man an, wo hört man auf, aber wir haben einfach schon lange so 'ne tiefe Verbindung eben gehabt und dieses Gefühl von ich und sie, wir 2 sind in einer Welt, in der ganz viel schiefgeht, und es darf aber keiner wissen. Also, es war wie so 'n Geheimpakt, den ich so als Kind mit ihr inoffiziell geschürt habe, was ja eben natürlich seine positiven Seiten und seine negativen Seiten hatte. Ähm, aber da kann man auch mal nennen, zum Beispiel, ähm dass ihr Tod jetzt, mich ja auch eben ich erfahre es als großen Befreiungsschlag und einfach, wie gesagt, ganz anders, als ich das jemals gedacht habe. Und, ich habe einfach schon immer auch als Kind es war so meine größte Angst, was passiert mal, wenn meine Mama mal tot ist, weil sie eben so mein obwohl sie auf menschlicher Ebene also, sie hat viel mit Depression oder Alkohol, whatever, ähm, zu tun gehabt sozusagen. Ähm, aber trotzdem in der Tiefe war sie immer mein Anker und hat ja auch immer sehr an mich geglaubt und mich in meiner Essenz gesehen und hat ja auch wie so also, ich sehe ja jetzt eben auch ganz viel anders als früher, aber sie hat einfach auch sehr gekämpft, darum, mich und meine Essenz zu beschützen und da bin ich ihr einfach sehr dankbar. Und, ja, aber ich merke so ganz viele Fäden, also vielleicht können wir schauen, dass Mhm. da, so ein bisschen noch nach und nach, dass du mich immer mit mir ein paar Fragen mir hilfst, dass ich so ein bisschen, nach und nach weil jetzt habe ich so dieses ganze Bild so von unserem Leben und ihrem Klar, Tod. klar. Ähm, Also, was mir gerade kam, ist eine Erinnerung, als du erzählt hast, ich habe ja meine Mutter vor 10 Jahren verloren. mhm. Und neben der Trauer, die da auch sehr intensiv war für mich, hat sich mit ihrem Tod auch das Gefühl in mir,
entwickelt oder das war dann da, jetzt versteht sie mich endlich ganz. Jetzt sieht sie mich von einer Ebene, sie ist da, so viel näher noch, als es ihr menschlich möglich war. Und Mhm. somit hat sie mir auch so viele Türen dann von dieser anderen Seite geöffnet, das habe ich gefühlt und sie hat mich unterstützt. Und ich denke, auch du, hast so diese Seite oder hast ja auch 'n bisschen jetzt darauf hingedeutet, so, ihr wart euch schon immer sehr nah, doch es war auch konfliktgeladen, vielleicht manchmal auch zu nah oder wie auch immer das dann so im Kind-Mama-Sein halt, abläuft. Mhm. Und jetzt ist sie aber gegangen und du durftest sie über den Tod auch noch mal neu kennenlernen, noch mal mehr über sie erfahren, über ihr wahres Wesen außerhalb dieses menschlichen Körpers. Mhm. Und jetzt einmal ganz konkret, so wie war dieses Abschiednehmen? Es war ja doch sehr plötzlich. Was ist da passiert? Wie war dieser Abschied, dieser Prozess von diesem Übergang? Mhm. Ja, ich merke gerade, ich glaube, ich möchte das ganz kurz auch noch auffädeln von also, ich bin ja seit vielen, vielen Jahren jetzt am Heilen meiner Weiblichkeit, insbesondere meiner Gebärmutter, meines ja, einfach diesen menschlichen, unglaublichen, magischen Frauenapparat, den wir da haben. Und ich hatte das Glück, dass meine Mama eben mich auch dabei immer sehr unterstützt hat und, ähm, eben, auch erkennbar war, wie sie für ihre Möglichkeiten immer zu einem gewissen Grad auch mit dabei war und ihre Schritte auch getan hat. Und da kann ich mich einfach nur zutiefst verneigen, weil das ist einfach die Heilung von diesen Schritten, die von außen so klein sind, ist einfach so, so riesig, insbesondere auch für eine Frau wie meine Mama, die einfach wirklich so viel getragen hat, Gewalt erfahren hat als Kind, Mhm. einfach die dunkelsten Ecken von sexueller Gewalt gesehen hat in ihrem Leben. Und da kriege ich so Mhm. Gänsehaut, weil es ist so fucking real, the pain of the feminine, die wir in unserem Bauch und was uns trennt und was uns depressiv macht, und was ja für Ja. ein Schrott, whatever. Ich habe auch Gänsehaut am ganzen Körper. So jetzt Ja. wäre 'n anderer Loop, da reinzugehen. Aber wo ich jetzt eigentlich hingehen wollte, ist eben, dass ich einfach jahrelang, das auch richtig gestellt habe sozusagen, weil ich habe es früher auch missverstanden sozusagen und das nicht anerkannt, was sie eigentlich wo sie da durchgeht und was sie eigentlich leistet, ähm, Mhm. weil's von der Oberfläche manchmal als schwach benannt wird oder, ähm aber egal, auf jeden Fall haben wir da einfach viele, viele Jahre, an der Heilung gearbeitet und waren dann eben Anfang letzten Jahres an 'nem Punkt, wo ich gespürt habe: „Wow, das ist so frei.“ Also, auch wenn ich Mhm. daheim war in dem Haus, da gab's einfach nichts mehr, da gab's keine Trigger mehr. Also, es hört sich vielleicht so na ja, klar. Aber doch, es war einfach Mhm. so es war so gelöst. Sie hat Mhm. ja auch so meine Klangheilung und so empfangen und da haben wir einfach Räume aufgemacht, die sie auch eben empfangen konnte und dann eben auch diese Heiligkeit erfahren hat. Ähm, also diese Gnade und diese Schönheit, einfach wunderschön. Und dann haben wir ich sehe einfach jetzt, wie wir uns vorbereitet haben, ohne dass wir ja beide Ja. wüssten, dass sie stirbt. Wir haben so oft uns gesagt, dass wir uns gern haben, dass wir uns lieben, was früher überhaupt gar nicht leider normal war. Ähm, sie hat einfach ja, ich habe sie und das da verbeuge ich mich so, so sehr, weil ich habe ja auch meinen Vater schon, verloren vor vielen, vielen Jahren und da war das ganz, ganz anders. Aber sie habe ich einfach wirklich zutiefst anerkannt, auch dieses Jahr und habe ihr gesagt: „Hey Mama, ich bin dir so dankbar, du hast mich schon immer gesehen, du hast mich schon immer unterstützt.“ Und so war halt wie so von Mhm. unten also würde von unten das so aufgeklickt werden und
eben, also dann, habe ich hier in Mexiko, was ja also mein Hauptort ist, auch wo ich jetzt hier vorbereitet wurde, auch auf dieser Ebene, um das bewusst so durchgehen zu können. Ähm, Mexiko habe ich einfach wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Das Aber da bewusste Durchleben. genau, da habe ich geplant, dass wir hier die erste größere Zeremonie machen. Also, ich mache hier relativ viele Zeremonien, aber ich habe das erste Mal eben auch Lindsay eingeladen, 'ne ganz, 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 ganz magische Frau, eine Frau, der ich so vertraue wie whatever, like mit der die will ich durch alles gehen. Und dann haben wir das geplant und letztes Jahr, vielleicht kann ich das auch mit reinbringen, war eben auch ganz klar, es geht darum, dass ich mich selber auf einer neuen Ebene gebäre, unabhängig eigentlich von dem Prozess mit meiner Mama. Und aber diese Zeremonie, es war am 5. Juni 2025, haben wir beschlossen, dass wir die Zeremonie am 8.8.2025 machen. Und an diesem Tag habe ich sowohl das Logo für mein Wirken, beschlossen und es sind 2 Katzen zu mir gekommen. Und, diese 2 Katzen sind auch, eben auf einer ganz magischen Art und Weise zu mir gekommen und wo ich einfach so, es war auch so 'n Moment, wo ich so gespürt habe, das ist ganz, ganz, ganz bedeutungsvoll, dass sie zu mir kommen. Und es war eine schwarze Katze und eine, lichtvolle Katze, ein Löwe in klein sozusagen. Und, da habe ich eben bekommen, das eine, die Schwarze, die war sehr, sehr scheu, die wollte, wenn ich die hoben habe, die hat mich gebissen und leckt. Die war unglaublich angstvoll, aber trotzdem unglaublich magisch. Und ich habe halt so diese dunkle Feminine, aber eben auch sehr verwundete Feminine Energy gesehen und so 'n Ding, das sie ganz viel trägt an Last und Schwere und Schmerz of the Feminine. Und eben die helle Katze, das Lichtvolle, das Verspielte, auch das Männliche, die Sonne, das Erblühen, die auch so die Lyran Energy. Und ich habe halt so gekriegt, es geht darum, dass ich das schaffe zu kombinieren und eben, zu zu erblühen, ganz neu in meinem Sein. Und Ja, ich erinnere mich, du warst auch sehr einen Monat lang so für dich ziemlich in dieser Womb, also in diesem Gebärraum. Du hast mir auch gesagt: „Ich bin gerade so in einer Versenkung oder einfach mit mir im Mhm. Sein.“ Und du warst ja schon sehr zurückgezogen, du hast gespürt so, es geht jetzt nach innen, es geht zu dir. Mhm. War ja alles im Laufe dieser Zeit, oder auch mit Mhm. den Katzen und dann Und dann ja eben, also ein Monat davor, der Juli davor, der war so ganz der also, ich habe nichts eigentlich gemacht so und, also, es war so, als würde so alles so nach innen, alles so irgendwas so, also, es war so ganz groß, es hat sich so ganz viel ganz groß bewegt, so. Nicht positiv, nicht negativ, einfach so, es war groß und mhm, so. Aber ich habe mich so zutiefst gehalten gefühlt. Ich habe zutiefst gewusst, es ist grade dran so. Und ich dachte, sage, es geht um mein Gebären von dem, was ich mhm, da gebäre. Und dann habe ich halt sofort auch dann verstanden, es geht darum, dass ich mich vorbereite auf diesen Prozess mit meiner Mama und auch Kraft sammle. Also, nichts hat mich in meinem Leben jemals so viel Kraft, gebraucht wie dieser Prozess mit ihr. Und dann kam eben der 8.8., also der Tag von der Zeremonie näher und ja, 3 Tage vorher, ja, am Montag, am Freitag war die Zeremonie, am Montag habe ich die Nachricht bekommen. Paar Tage davor habe ich noch gekriegt, es ist jetzt Zeit, dass ich teile, was ich vorhabe mit meiner Schwester und meiner Mama. Und es war so ganz, ja, es war sehr herausfordernd für mich, das nur alleine in unserem WhatsApp-Raum zu teilen. Aber es war so ganz klar, es ist dran, dass
ich das teile und jetzt sehe ich halt auch, als wäre das wie so 'n Schlag. Also, deine Visionen Genau. hast du geteilt? Mhm. Ah, mhm, Also, schön. ist ja mehr als 'ne Vision. Es ist ja einfach das, was passiert so und wer Mhm. meine Neugeburt sozusagen und Ja, was der schön. Outcome sein soll wird. Aha, schön. Mhm. Und ja, da war halt, ich sehe halt jetzt, als wäre das wie so 'n Schlagwort gewesen für sie, dass das so unsere Seelenvereinbarung war. So, wenn sie auf 'ner neuen Ebene checkt, warum sie gekommen ist, gehe ich. Ja. Also, Wow. Milliarden%. Und unser Hund ist 3 Tage vorher auch gestorben bei ihr daheim. Und sie hat für mich, 'ne Schleuse geöffnet, die eben bei meiner Mama dann diesen Prozess auch angeregt hat. Und wie gesagt, dann paar Tage vor der Zeremonie habe ich dann die Nachricht bekommen, dass sie den Schlaganfall hatte. Und dann saß ich im Auto und ich habe gezittert. Es war, ja, einfach so 'n typischer Moment, sage ich mal, so 'n Moment, wo man merkt, so von einer Sekunde auf die andere, es ist nichts, wie's mal war. Und es war Mhm. aber die ganze Zeit kannst du weil so eine Vorbereitung von in dem Jahr war auch, dass ich immer wieder eingeladen wurde: „Vertraue deiner Stabilität“, weil ich so, die Jahre davor auch sehr 'n Pattern hatte, dass ich sehr ja, immer wieder sehr im Chaos aufgegangen bin sozusagen. Und Mhm. letztes Jahr war dann so: „Ja, okay, jetzt Chaos ist great, aber vertraue deiner Stabilität. Es ist okay und du darfst auch dich stabil fühlen, auch über längere Zeit hindurch.“ Und das war dann eben das war dann die große Initiation, dass ich in diesem Prozess offen bleibe. Das heißt, dass ich angebunden bleibe und verstehe, empfangen kann, worum es geht und stabil bleibe. Und gleichzeitig die Schönheit eben von der Menschlichkeit ist es zutiefst herausfordernd, aber von der Seele her habe ich es als riesige Schönheit empfunden, dieser Prozess, weil eben also, ja, du hast gesehen, du hast gesagt, du hast dich von deiner Mama auch endlich gesehen gefühlt. Ich habe vor allem auch erfahren, dass ich meine Mama das erste Mal so richtig sehe. Ja, schön. Mhm. War's umgekehrt? Ja, ja. Mhm. Dass sie war einfach sie ist sie ist weiter weg jetzt als damals, aber also einfach 'ne fucking crazy feminine power, und eben auch Mhm. ganz stark diese Dragon Frequency. Und ja, dann bin ich da einfach durch diesen Prozess gegangen. Was heißt einfach, aber so der Haupt d wo sie dann ja eben von dem Schlaganfall hin zum wo sie gegangen ist, war eine Woche. Und in dieser Woche war eben auch die Zeremonie hier auf dem Land. Und Mhm. da habe ich sie eben auch in der Zeremonie begleitet, ähm, zusammen mit der Hilfe von der Lindsay. Und wir haben eben ganz, 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 ganz stark gesehen, dass sie eben auch ihre Seele auch ganz, ganz stark verbunden ist mit diesem Ort hier. Und dass es ganz, ganz wichtig war, dass sie diese Unterstützung hatte hier auf von diesem Land, von diesem Ort, von uns Frauen. Und Mhm. es war einfach so also, ja, es Millionen von magischen Momenten und die Katzen Ich waren möchte gern ja, Ich möchte nur gerne noch auf diesen also, sie ist ja dann gegangen oder war am Gehen und ich weiß noch, es war ja natürlich auch der Moment da in dir, wo du dich gefragt hast: „Gehe ich jetzt nach Hause?“ Also, nach Hause quasi Mama, besuchen nach Deutschland, auch wenn sie natürlich im Spital lag. Und ich fand das einfach so stark von dir auch, dass du da wirklich in dich gespürt hast und gefühlt hast: „Ich kann ihr hier aus meiner vollen Präsenz, aus meiner Kraft so viel mehr helfen, wenn ich diese Zeremonie mache, wenn ich sie in Spirit begleite, als wenn ich irgendwo an einem Krankenbett.“ Und ich finde das
darf man auch hervorheben. Natürlich ist das jede Situation ist unterschiedlich, doch ich finde wirklich, dass da kann ich dir einfach gratulieren für diesen Mut und dass du da, diese Priorität, ja, so auch gesetzt hast, um sie auf diese Weise zu begleiten. Also, er hat sich ja dann für dich auch sehr bewahrheitet, oder, in dieser Zeremonie, dass das auch stimmig war und richtig war. Mhm. Ja, auch da, vielen Dank. Aber eben, für mich fühlt sich irgend komplett so an, als wäre ich da durchgetragen worden, als wären Millionen von Kräften an diesem Prozess beteiligt gewesen. Und ich habe sie ja gefragt, sobald ich diese Nachricht bekommen habe, dass sie den Schlaganfall hat, kam sofort: „Es geht darum, ich will gehen.“ Es war sofort da. Und ich habe Mhm. ja Gott sei Dank, magische Menschen in meinem Leben, die sich auch mit ihr verbunden haben und mir das bestätigt haben. Und dann habe ich reingespürt, weil wie du sagst, es könnte ja auch anstehen, dass man heimfliegt. Und dann habe ich reingespürt. Und eben, also ich war ja in 'nem Zustand, der einfach wirklich sehr intens ist, aber trotzdem Ja. aufgrund dieser ich bleibe offen, so 'ne ständige Prayer, hatte ich einfach die ganze Zeit Zugriff auf die höheren Ebenen, auch die höhere Führung. Und dann habe ich einfach so wurde ich gefragt, so für mich von den Drachen, ähm, auf welche Stimme möchtest du hören? Wie hört sich das an, wenn du sagst, du gehst nach Hause oder was sagt in dir bleibt? Mhm. Und dann die Stärke meiner Seele und meiner Führung ist auch, dass ich selbst in den dunkelsten Momenten, Humor finde. Habe ich halt nur dieses Bild gesehen oder sie haben mir dieses Bild gezeigt, wenn ich jetzt nach Hause fliege, dann bin ich so diese Superwoman und, ich gehe heim und ich fliege ins Krankenhaus und ich bin der Held, der dann kommt und rettet oder die Energie hält Ja. oder whatever die Storys sind. Ich bin hier der Held und ich komme geflogen und Ja. ähm, also tatsächlich einfach auch so 'n bisschen 'ne Ego-Energie und Ja, es geht jetzt nur spannend. darum, dass ich heimfliege und ich für die Mama da bin und eine Ja, ja, schön, und die alte Geschichte. man Ja. Helferin bin. Also, so dieses Mhm. ich bei mir bitzelt's grade ganz, ganz krass im Rücken, weil das ist diese Helferlast auch und dieses Ja. alten Storys von, ja, es ist Der mein Kindheit auch, oder? Das immer helfen wollen, da sein, retten, ja, kenne ich auch gut. Mhm. ja, und das ist eine Ebene, manchmal will es ja vielleicht anstreben, aber für mich stand eben diese tiefere Ebene an und dieses also dieses „Bleib hier“ kam eben von vielen Etagen weiter unten, was ich ja die Dragon-Ebene nenne. Und bleib hier. Und auch so, Hast du da wenn ich mich mit der Mama verbunden habe, dann war's so dann habe ich halt also, ich sehe dann auch so ich spüre dann wie so Gesichter, die mit mir sprechen und ich war so: „Don't fuck it up. Ich habe das außen durch dich weg.“ Also, wie gesagt, so diese Humor inmitten der Scheiße, habe ich eben auch da auf 'ner neuen Ebene in mir wieder kennengelernt und wie wir eben alle zusammenarbeiten, auf diesen verschiedenen Ebenen und wie eben also, diese absolute zutiefste Perfektion von Divine Timing, mhm. you cannot make it up. Hast du da auch 'n Bild gesehen, wenn du bleibst? Gab's da auch 'n Bild oder war das einfach dieses tiefe Gefühl? Ähm, Ja, das war eben dieses ganz geerdete ja, und, ja, dieses auch eben so was Majestätisches, schön. sowohl meine Mama als auch ich wollten ja einfach auf dieser Ebene, dass sie also sie also ich habe es so verstanden, für sie ist es wie 'n Luxus auch, dass wir hier sie so begleiten. Also Ja, wunderschön. für eine Seele, die gehen möchte, die begleitet wird durch so 'ne Zeremonie, ist das Mhm. wunderschön. Und auch eben eine Mama, die, oder ja egal, Verwandte, die gehen, da ist ja oft so viel Fäden noch da, die zurückhalten wollen oder und es umzudrehen und nicht nur zu sagen:
ich halte nicht fest, okay, okay, sondern sogar es zu unterstützen, also in der Zeremonie, ich habe es unterstützt, ich habe es aktiv unterstützt, ist zutiefst, ist fucking powerful. Ja, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Das berührt mich sehr gerade, ja, dieses das ist ja auch so im Sinne von „Flieg Mama“ oder „Flieg“. Ja. Und das ist was für ein Geschenk und wie schön du auch sagst, das begleitet werden beim Übergang. Mir kam gleich so die Doula oder, Geburtshelferin, die ja da ist bei der Frau Mhm. und dann aber gibt's das ja auch beim Sterben und Genau. oder da darf das auch mehr noch wieder ins Bewusstsein kommen, so: „Wow, was für eine Heiligkeit, jemanden auch da zu begleiten und was für ein Geschenk für eine Seele, solche Powerfrauen auf der Erde zu haben, die einfach diesen Weg öffnen.“ Also, ich habe wirklich kontinuierlich Gänsehaut im ganzen Körper, wunderschön. Mhm. Ja, was für eine Gnade. Mhm. Ja. Und eben nicht nur wir Frauen, sondern eben die Katzen waren eben bei der Zeremonie auch dabei und die schwarze Katze ist einen Tag nach der Zeremonie, 2 Tage vor meiner Mama auch gegangen. Und da war eben auch ganz, ganz stark, sie war einfach auch eine Assistentin von diesem Prozess für mich, für sie, für unsere Linie, dass diese alten Mhm. Verklebungen, diese zutiefst alt, also wirklich so alt, so alt, Ja. dass das weiter erlöst wird. Und die Katze, die wollte ja einfach auch überhaupt nicht da sein. Und ich habe sie immer angeschaut und ich habe immer das Gefühl gehabt, sie sagt zu mir: „Ich jetzt hier schon wieder, ich habe keinen Bock mehr auf den Shit.“ Und so Stark. das hatte meine Mama auch sehr stark. Hat sie immer wieder gesagt, ja, sie möchte gar nicht leben, so seit ich auch Kind war. Ja. Aber ja. Ja, und doch durfte sie einige Jahre auch hier sein und habt ihr gemeinsam so eine wertvolle Arbeit auch in der Frauenheilung geleistet, als Tochter, als Mutter. Und ja, wie wunderschön, dieser Abschied so verbunden zu Mhm. erleben. Ja. Ich darf Und ganz kurz, mir kommt gerade noch, ich möchte noch, weil da ist ja die Katze ist gestorben 2 Tage vor ihrem Tod. Und also, eben die Magie war, dass die ganze Zeit in dieser Woche war die Linse bei mir. Also, ich habe mhm. einfach einen Halt vom Femininen erfahren, dass ich mir niemals irgend nur erträumen hätte können. Ähm, und das genau diese Woche das Ja. erste Mal in meinem Leben erfahre ich, wenn meine Mama geht. Also, diese Grace ist einfach, ah, unglaublich. Und dann ist die Linse am Sonntag geflogen und ich hatte für den Montag dann meinen Flug gebucht. Und meine Mama hat immer noch geatmet. Also, wir haben ja dann, sie nicht an Schläuche gehängt, whatever it is. Also, es ging dann tatsächlich einfach darum, dass wir warten, dass sie wirklich geht und keiner wusste, wann das sein wird. Und dann bin ich am äh Sonntag auf Montag war ich im Bett und die helle Katze, der Lyran, ist so mein ganz starker Herzheiler. Und eben, wie gesagt, meine Mama und ich waren immer sehr verbunden körperlich. Und in dieser Nacht ist plötzlich, also, ich kann das nicht, ich kann mich da auch nicht so nicht dran erinnern, aber ich war in einem Zustand, der war unglaublich. Also, ich habe einfach gespürt, da ist irgendwas ganz krass und ich habe gedacht: „Wie soll ich das jetzt halten? Wie soll ich das“, also, ich kann nicht so. Mhm. Und dann kam der Lyran und hat sich auf mein Herz gelegt und dann Mhm. das hat mir geholfen zu entspannen. Und dann bin ich wie Mhm. so weggenappt. Also, nicht so wirklich eingeschlafen, sondern wie in so 'nen anderen Zustand übergegangen. Mhm. Und ich habe gewusst, die Mama stirbt gerade. Und kurz danach habe ich einfach die Nachricht von meiner Schwester bekommen, dass die Mama grade gestorben ist. Mhm. Also, es ist einfach, und eine Stunde später kam der Shuttle zum Flughafen. Oh mein Gott, ja, diese Ja, und oh, auch da war dann wieder der Humor.
Die Mama hat einfach nur gesagt: „Ja, ich weiß, du magst auch keine Krankenhäuser. Ich wollte das nicht anfangen, dass du jetzt mal ins Krankenhaus kommst. Ich bin jetzt gegangen. We're it's done." Wow. Mhm. Ja, und dann in so einer Situation dann zu fliegen, ist ja schon auch nicht ganz so ohne. Also, wie war das dann für dich, halt auf diese Reise zu gehen in diesem Zustand oder Na ja, Situation? es hat sich eben tatsächlich so 'n bisschen angefühlt, als wäre da was eher auch es war ja dann schon wie erleichtert. Also, diese Woche Ja, war so 'ne krasse ja, Trauerzeremonie. ja. Und als sie Mhm. dann gegangen ist, war's ja eben auch dann schon für mich Erleichterung. Also, klar, ich habe schon geweint auch auf der Reise, aber zum Beispiel auch an der Zeremonie. Ich habe ja Trauer released, das ist ja out of this world. Und da habe ich ja wie so vorgearbeitet auch und dann so, dass ich während dem Flug und während dieser Transition relativ stabil war und relativ ruhig war und mich ja eben auch komplett getragen gefühlt habe. Schön, wunderschön. Ja, wow, was für eine Reise und alles so getimt, einfach im Divine Timing, die Unterstützung war da, du warst gehalten, du hattest Linse bei dir. Ja, das zeigt ja auch, es macht Mut zu vertrauen in die göttliche Führung oder wie man das nennen will, die einfach schaut, wenn wir auch offen sind, das zu sehen und zu empfangen, oder? Ja. Ja, und ich meine, ich shake so 'n bisschen innerlich, weil, ähm, ja, es ist unglaublich, diese Kraft und diese Schönheit und diese Power, die da dahinter steckt und die wir deswegen teile ich das ja auch, weil ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir uns da drin wieder verkörpert erinnern. Also, nicht nur so: „Ah, Love and Light and like whatever", sondern nein, nein, also wirklich, we are so freaking magical und wir sind einfach jenseits vom Tod. Ja, lebendige Schöpferwesen. Ja, und verbunden und ja, es ist ein Spiel, wo wenn wir wollen und wenn wir bereit sind. Ich erfahre diesen Prozess mit meiner Mama einfach, als Krönung, als große Initiation auf einer ganz neuen Ebene in meinem Frausein, in einer Reife anzukommen. Und wir sind so programmiert, Angst vom Tod zu haben, Trauer ich meine, das ist ja wie so die Base, so Trauer nicht zu unterdrücken, was ich wie gesagt, was ich an aber das wo war ich jetzt eigentlich? Ja, einfach Aber die das Gefühle, eine zu leben, ne? Initiation sein kann und eben eine Mhm. Krönung und etwas, was uns aufrichtet und nicht, umhaut. Ja, Weil was uns umhaut, ist ja das, was wir glauben, was der Tod bedeutet oder dass wir glauben, wir können damit nicht umgehen und dass wir suppressen, was eigentlich passieren möchte, was ich, erfahren habe, eine unglaubliche Herzöffnung, eine ja, eben auch Wombefreiung ist. So. ja, sehr schön. Und ich habe da auch immer gestaunt, wie du wirklich so einfach durch diese Schichten gegangen bist. Auch eben, wenn die Trauer kam, dann kam sie und du hast sie sehr körperlich auch fließen lassen. Du wurdest ja auch darauf vorbereitet, indem du immer mehr in deinem Body auch angekommen bist, schon die letzten Jahre, oder? So dieses nicht wegdrücken wollen. Und ich denke, das, was du auch vorher angetönt hast mit dem Trauer nicht, also die Trauer ist ja nicht schlecht, oder? Mhm. Sondern die Trauer als eine Erlösung zu sehen, die fließen darf, um dann aber auch diese Gnade zu erleben, der Befreiung. Mhm. Und da hast du wirklich so einfach das immer wieder diese Wellen auch, fließen lassen und konntest dann dich auch immer wieder noch mal neu erfahren in diesem Prozess. Und also, es war sehr eindrücklich auch für mich zu sehen, wie du da durchgehst, ohne irgendwas
eben wegdrücken zu wollen oder nicht so: „Ja, es ist jetzt frei, alles super“, sondern klar sind da Emotionen. Klar ist da noch eine kleine Ella, die trauert um ihre Mama, auch eine große, wie auch immer, wer auch immer, spielt auch keine Rolle, aber dass einfach alles da sein durfte. Mhm. Und ich finde, das ist so in so einem Prozess so die Ganzheit, Mhm. oder? Mhm. Anzunehmen und einfach mit allem, was dazugehört, da durchzugehen. Und das war für mich wirklich sehr berührend und wunderschön, wie alles gleichzeitig da sein durfte. Einerseits: „Wow, die Mama ist so nah, ich fühle sie, ich spüre sie.“ Und dann wiederum die Trauer, das Loslassen. Also, ja, einfach die Türen nicht zu verschließen und somit auch immer wieder Wunder zu erleben. Mhm. Ja, wie war dann die Zeit, als du dann in Deutschland warst? Ich weiß, du hattest da ja auch eine wundervolle, das Bild kam mir vorhin, eine kleine Zeremonie auch mit Frauen aus dem Leben deiner Mutter gemacht zum Abschied. Was möchtest du dazu noch teilen? So wie war das Ankommen in Deutschland, Abschied? Mhm. Äh, ja, mittlerweile war ich ja jetzt, schon ein paar Mal wieder da, aber ich gehe jetzt mal drauf ein, auf das erste Mal, dass ich da angekommen. Mhm. Mhm. Es war einfach ganz magisch, weil das Haus, also auch das Haus als Body, Pachamama Body so, von unserer Familie, von unserer Linie, hat sich so war wie so 'n Lichtpalast, so ganz kurz nach ihrem Tod. So danach Mhm. kamen Prozesse und da hat man gemerkt, da auch als wir dann ausgeräumt haben und so, da wurden Themen verwirbelt und also eben, war ja dann auch Mhm. in mir so, aber so ganz kurz nach ihrem Tod und wo ich dann eben auch da war so, als würde ich eben so wie so die ganze Zeit wie so zugeballert werden von Licht so in diesem Haus. Ja. Und eben auch, wenn ich dort geschlafen habe oder so, wo ich ja auch also, das ist sehr weit weg, aber trotzdem so 'n bisschen vielleicht so: wie wird es sein oder wird es schwierig oder so, da jetzt in dem leeren Haus zu schlafen?“ Aber es waren die schönsten Nächte meines Lebens, glaube ich, bisher. Wow. Wo ich einfach so diese also, während meine Mama auch also, das ist vielleicht auch noch mal schön zu sagen, also, meine Mama ist wie so 'n Verstärkungskabel jetzt auch zum Sacred Feminine, zu the Truth of Mhm. the Primordial Feminine, Mhm. also, dieses Urgehalten werden im ja, im im Weiblichen Raum auch. Ja, in einem Meer von Liebe, Liebe, schön. in Wärme und Geborgenheit und ja, einfach die die allumfassendste ja, es gibt einfach eigentlich eben es ist schwierig, Worte zu finden, aber so 'n tiefes, Ankommen, tiefer Frieden, tiefste Dankbarkeit und Erkennen, wer wir eigentlich sind so. Und Mhm. das habe ich eben ganz stark so in dem Haus erfahren, was so mindblowing ist. Und dann ja, dann hatte ich auch das Glück sozusagen oder die Schönheit oder ich wurde auch aufgefordert, dass ich so für ihre nächsten Frauen auch eine Zeremonie gemacht habe. Und das war wunderschön und für mich auch so das Hauptding, also die ja, die eigentliche Beerdigung sozusagen. Die hat mir nicht ganz so viel bedeutet. Da ja, aber auch da, äh habe ich mich sehr stimmig, gefühlt, da durchzugehen und habe da auf meiner Art und Weise auf mei das gehalten und Mhm. navigiert so. Und auch da die Präsenz von der Mama war sehr stark. Und ja, einfach dieses ständige Gefühl von Co-Kreation mit unseren
mit unseren Ahnen und gleichzeitig, wie gesagt, dann 'n bisschen später auch, ja, vieles, was noch so wie so hinter den Schränken was auch geklebt ist sozusagen und wo ich dann in dem Haus ja dann sehr viel ausgeräumt habe und auch, die letzten Kellerlöcher, geputzt habe, die vielleicht seit vielen, vielen, vielen Jahren nicht geputzt wurden und wo ich Mhm. so den Auftrag bekommen habe: „Stell dir vor, du tust so die letzte Ecke unserer eurer Wohnlinie säubern." Und dann habe Mhm. ich da einfach und ja, da auch war auch meine große, Übung, auch da nichts zu beurteilen oder nichts zu rejection oder nichts als eklig zu empfinden, sondern eben das als große Gnade zu sehen, dass ich dieses Haus da jetzt in der letzten Corner und das brauche ja nicht in Details gehen, aber wie gesagt, ich war dann aufgefordert, mir jetzt vorzustellen, das ist so die letzte Ecke unserer Womb Lineage und die mache ich jetzt sauber. Wunderschön. Vielleicht hört sich das auch von außen verrückt an, aber für mich war das sehr, sehr real und ich habe eben da 'ne Ja. Zeremonie draus gemacht und ich habe einfach gespürt, wie dann da was befreit wurde. Ja, also ich finde gerade diese Dinge, diese, sage jetzt auch alltäglichen Dinge, genau da kann ja so viel Magie drin liegen. Und wenn wir uns da bewusst auch ähm, darauf ausrichten, dass jetzt wirklich noch so der letzte Dreck, dass die A des der alten Geschichte geputzt werden darf, ist das ja so ein kraftvoller, Event. Und so diese Zeremonie des Lebens, einfach sich bewusst werden. Ich denke, das, hast du da auch sehr intensiv so erlebt oder wahrscheinlich auch, dass das Leben selbst ja die Zeremonie ist oder dass das wirklich so im Alltäglichen, in all dem, was dann anstand, natürlich in diesem Kontext mit diesem Abschied, ähm, war das natürlich in einer sehr besonderen Energie. Doch ich denke, da habe ich auch selbst wieder, als ich dich so in dem gesehen habe, hat mich das sehr beeindruckt, so: „Wow, ja, wir können wirklich sehr viel Kraft geben, auch indem wir uns ausrichten.“ Eben, du kannst jetzt dieses Haus putzen und denken: „Oh mein Gott, jetzt muss ich noch das Haus putzen, scheiße“, oder? Oder du kannst denken: „Wow, es darf jetzt alles gehen.“ Und das ist ja so ein kraftvolles Geschenk. Auch, dass du da noch gemacht hast, dass ihr in diesem Prozess, diese Arbeit, die ihr da noch geleistet habt. Und natürlich auch, ich denke, da kam noch mal da die eine oder andere Erinnerung hoch und alles, das dann auch so kanalisiert werden durfte. Ja, Ja, klar. wunderschön. Ja, klar. Aber eben, ich habe eben die ganze Zeit war meine Practice, das alles so offen zu sein, zu empfangen, die Aufträge zu empfangen und, es umzusetzen und, ähm ja, wenn eben zum Beispiel auch kam, mein Ex-Freund, der da auch sehr wichtig war in dem Haus oder so, dann habe ich dem noch mal 'ne Nachricht geschickt, dass ich ihm dankbar bin für seine Präsenz obwohl wir seit 10 Jahren nicht mehr zusammen sind und whatever, like so ganz kleine Snippets bis zu also einfach, das zu weben, dass alles gelöst und Schön, geehrt auch ist. Also, es ging ganz, ganz viel um schön. Ehren, auch meinem Vater noch mal gegenüber, dass wie er dieses Haus gebaut hat, was er da von Liebe reingesteckt hat. Also, so eben, es hat ganz viel auch so auf 'ne neue Ebene gehoben, so Mhm. wo einfach dieses wow, diese Schönheit. Wunderschön. Vielen Dank fürs Teilen. Und In irgendwas war grad noch ganz stark, was ich noch sagen wollte. Ach so, genau. Ähm, was ich ja noch sagen will, jetzt war das schon über 'ne Stunde, krass. Kommt mir viel kürzer vor. Ähm, aber was eben für mich der große Unterschied zu, wie vielleicht andere Frauen den Tod ihrer Mama erfahren, ist auch so, dass ich habe da ja ich habe mich 4 Monate also mit dem Wissen auch, dass es um meine Geburt geht, aber im Endeffekt habe ich mich devoted diesem Prozess gegenüber. Ich habe mich devoted, mhm. die Trauer zu fühlen. Ich habe, whatever, like, ich habe einfach das Geschenk, dass ich
dass ich das so in mein Leben einbauen konnte, dass es das absolute Zentrum war. Und Mhm. Menschen, mit denen ich wirke oder arbeite, konnte ich das mit reinfädeln, sodass es auch da weiter gerippelt hat, heilend. Aber ich habe es in keinem Moment irgendwie beiseite geschoben oder hatte Mhm. keinen Raum dafür oder und ja, da würden halt viele schnell sagen, das ist nicht real oder das ist für andere nicht möglich, aber für mich ist es, wie es sein sollte, sagen wir jetzt mal, wo mein Anliegen wäre, dass dass wir wieder eine Welt kreieren, wo sowas Priorität hat. Mhm. Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Ich selbst hatte das beim Tod meiner Mutter auch, dass ich tatsächlich mir damals die Zeit auch genommen habe, sie zu pflegen, als sie gegangen ist aufgrund einer Krankheit. Und ich habe immer gesagt, das war das Wichtigste, was ich tun konnte. Also, so das war so ein wichtiger Akt. Und ich habe gespürt, so, sie haben mir so viel gegeben und es war etwas, was ich ihr zurückgeben konnte. Und ja, das kann ich auf jeden Fall aus meiner Perspektive auch unterstreichen, diesem Prozess auch Raum zu geben und auch noch so die man sagte, die letzte Ehre zu erweisen. Und das muss nicht in einer Beerdigung sein, im Schwarz gekleidet, sondern vielmehr auch im Spirit, im Dankbarkeit, im Reflektieren, im ja, irgendeinem Abschiedsbrief, whatever, oder? Aber so, dass diesen Prozess durchzugehen, hat eine ganz, ganz große Qualität. Mhm. Und was ich auch noch darauf eingehen wollte jetzt so, wir waren ja jetzt so in diesem Abschiedsprozess, als es wirklich so war und unterdessen ist ja doch schon einige Zeit vergangen. Rückblickend betrachtet, was waren so die Hauptthemen? Also, ein Wort, das gefallen ist, die Initiation, aber wie hat dich das jetzt auch so, 'n bisschen längerfristig geprägt, dieses Erleben? Wo stehst du jetzt? Was kannst du so sagen, sind so die Qualitäten, die du auch daraus mitnimmst? Also, mir kommt einfach dieses Wort gekrönt Wow. in einer sehr humble Art und Weise, aber, eben dieses, dass es mich im Endeffekt aufgerichtet hat und ja auch also, unglaubliches Vertrauen geschenkt hat in mich und in das große Ganze. Also, jegliche Judgment oder jegliche Zweifel, da geht einfach gar nicht mehr. Ähm, Mhm. ist einfach nie weggekickt. So. Mhm. Also, da muss ich auch nicht irgendwie groß dran arbeiten oder whatever, ist einfach so. Ja. Und natürlich, also, ich bin jetzt nach wie vor in diesem Geburtsprozess von mir. Das sind nach wie vor unglaublich, herausfordernde Momente dabei, aber gleichzeitig, spüre ich eben, dass diese ja, es hat mich einfach familiar gemacht. Es hat mir noch mal gezeigt, äh, dieser Umgang mit der Dunkelheit und dem Jenseits und dem Grief und da einfach noch mal so alles aufgesprengt und vielleicht eben so letzte Reste, wo noch hing, so irgendwie das Göttliche oder das Leben ist gegen mich oder so. Das sind einfach weg und weil ich ja eben, also, wenn ich so durch den Prozess mit meiner Mama gehen kann, durch diesen Todesprozess, so geführt, so gehalten, so geliebt, so stabil, ähm eben, stabil, nicht weil ich keine Emotionen fühle, sondern stabil, weil ich Verstehe dich. verankert bin im Licht sozusagen. Mhm. Was soll mir noch passieren so? Und auch ja einfach ja, es ist manchmal so schwierig, Worte zu finden, aber so 'n ganz, ganz neue Linse auch der Schönheit, ähm wer wir eigentlich sind und Zugriff auch, auf einer neuen Ebene auf mein höheres Selbst und wer ich in meiner Seelen und Oversoul Essenz eigentlich bin.
Mhm. Und es war ja eben auch von höherer Ebene auch mit der Punkt. Und, ja, einfach diese tiefste Humbleness auf der einen Seite, aber wie gesagt, auf der anderen Seite dieses Majestätische und dieses, „No bullshit anymore", like Würdevolle. Mhm. ja, ja. Und ja, einfach auch eine neue Linse von also, ich glaube, jetzt, reicht's dann aber vielleicht noch, also, es ist ja nicht so also, ich habe ja auch unglaublich viel Schmarrn eben erlebt, energetisch und auf einer neuen Ebene gesehen, von wie andere Menschen eben mir begegnen, wenn ich grad meine Mama verloren habe oder dieses Erblühen, das ich, erlebe, das ja, wo ich ganz viel spüre, was dass Menschen teilweise nicht so gut damit umgehen können. Ähm Whatever. Aber vor allem auch eben ganz stark so, was bedeutet es ich bin jetzt 37, was bedeutet es für mich zu altern? Was bedeutet Tod für mich? So also, so eine neue Linse von, wie wir in der Gesellschaft einfach als Frauen konditioniert sind, Angst vor diesen Themen zu haben oder wo einfach diese ganzen Masken von Scham und Wertlosigkeit und wenn ich eine Falte habe, dann ist es schlecht und ich komme dem Grab immer näher, so ungefähr. Also, so als würde ich spüren, so, als gäbe es da wie so 'n So. Jetzt ist deine Mama gestorben, du bist dann die Nächste oder so. Also, es hört sich jetzt vielleicht stark an, aber so die Ja. dieses Negative. Und ich erfahre es aber eben genau andersrum. Also, ich es ist ja einfach sind alles Geschichten. All diese wenn wir unschön werden im Alter, ist es, weil wir an diese Geschichten glauben, nicht weil unser Körper nicht mehr schön ist. Ja, wunderschön, wunderschönes Thema. Und auch, was du gesagt hast, wie du erlebt hast, dass gewisse Menschen wie auch reagiert haben. Was ich kenne das ja auch, ich und viele Menschen sind überfordert, aber was wäre der Wunsch von dir gewesen, dass Menschen gesagt hätten? Oder welche Reaktion der Menschen war für dich die wohlwollendste, die angenehmste? Ja, also einfach so magische Frauen wie du, die mich umdingselt haben, also die nicht, weggehen, sondern sogar noch näher kommen und mit mir diesen Prozess durchgehen einfach und Äh, vor eben keine Angst vor sich also selber davor haben. Ähm, und wie jetzt die Lindsay zum Beispiel, für mich Frauen, powervolle Frauen, sie hat mir 'n Paket geschickt mit 'nem Râpé und 'nem, Tee und verschiedenen Sachen, aber so verschiedene Dinge, die eben mir helfen, energetisch mich frei zu machen. Aber grade auch der Tee, der ist, Grief Relief Tee, also nicht: Schön. Jetzt gehen wir Party machen." Also gut, solche Frauen sind, glaube ich, sehr weit entfernt von meinem Feld, aber eben auch subtilere Formen von: „Komm, ich tue dich jetzt aufmuntern" oder „Ich lenke dich ab" oder so. Ne, helft mir, dass ich in den fucking Grief reingehe. Und, Ja. dann, wenn's ansteht, dann sagen wir: „Wow, wir sind so wunderschön" und wir gehen in Town und, wir trinken da einen Green Juice und gehen Secondhand Shopping und machen unseren Körper schön und ja, eben die Embracen der Schönheit der Weiblichkeit, die ich eben auf 'ner neuen Ebene auch erfahren habe durch diesen Prozess und wo eben die Mama ist ja eben ganz stark jetzt auch mein Schutz, dass ich nicht so viel auch ins Dunkle reingehe, was vielleicht bisher auch so 'n Pattern von mir war oder von unserer Linie auch. Und das erfahre ich eben grade auch ganz stark ähm, ja, als ja, wenn Menschen einfach wenn Frauen aber es geht ja eben nur, wenn sie's in sich auch entdeckt haben und, auf tiefster Ebene diese authentische Schönheit des Frauseins zusammen embracen. Das ist,
unglaublich wertvoll. Und also, es ist ja auch da erfahren wir auch eben wieder dieses, wie wir verbunden sind. Also, wenn ich es für mich mache, dann spüre ich, wie das weitergehen kann und wie wir uns gegenseitig wie so anstecken können und positiv anstecken können auf einer ganz authentischen Art und Weise. Ja, es ist wie so ein Aufbrechen dieser alten Strukturen, oder? Die durch neue Vorgehensweise, durch also das da bricht einfach alles auf und es webt sich ein neues Muster, Ja, ein lichtvolles Muster. ja. Und Aber es ich ist 'ne Frequenz, es ist 'ne Wum mhm, ich sehe da immer wie so 'n Wum-Feuerlinie, die uns verbindet, so und die uns wieder befreit von unten, herauf. mhm. Ja, es fängt alles bei der Wurzel ja an in dem ja, und dann kann auch, die Energie wieder fließen. Mhm. Doch die Heilung, die geschieht, die beginnt eigentlich in den untersten Chakren, in der Sexualität, in der Gebärmutter und dann können wir erst, auch wieder, die Höhen des Lebens ganz neu erleben, wenn ja die Tiefe geklärt wurde. Mhm. Und ich denke, dass so dieser Tod deiner Mutter war ja wirklich so noch mal ein Klären dieser Weiblichkeit, dieser Ahnenlinie. Und ich persönlich habe dich ja einfach so, zentriert auch erlebt durch diesen ganzen Prozess. Und du hattest so eine Kraft, so ein Leuchten, ganz gleich, ob du durch Trauer oder was auch immer gegangen bist. Da war einfach so eine Kraft in dir und ich hatte so das Gefühl, wow, das war wie so ein Booster auch, dieser Abschied deiner Mutter, da kam so viel Licht auf einmal durch. Und wie du gesagt hast, das Haus war ein Lichttempel. Also, auch da so zu sehen, das Geschenk, das auch in einem Tod sein kann, in einem Abschied, Mhm. wenn wir offen sind, auch die Schönheit zu empfangen. Und nicht nur das Schwere, nicht nur das Geprägte, die alte Geschichte. Wenn wir da diese neue Geschichte schreiben können, auch über den Tod, über das Abschiednehmen, kann einfach kann so viel leichter gehen, oder? Und so gnadenvoll sein. Mhm. Und ich denke, da sind wir ja jetzt auch in dieser besonderen Zeit, wo es darum geht, alte Geschichten umzuschreiben, Mhm. die eigene Geschichte und für die ganze Menschheit eine neue Geschichte zu schreiben. Was wollen wir eigentlich? Immer noch diesen alten Pfaden folgen oder jetzt wirklich aussteigen? Und wie du auch sagtest, es geht auch gar nicht mehr. Für mich geht es auch nicht mehr. Es zeigt, alles Alte wird hochgespült und darf sich erlösen. Mhm. Und der Tod in seinen verschiedenen Formen kann einfach so ein großer Lehrer für das Leben sein. Also, für mich auch einer der größten Lehrer, auch alte Gewohnheiten sterben zu lassen im kleinen Sinn. Mhm. Und so, ich habe gemerkt, als ich mit dem Tod auch mal konfrontiert war in einer Zeremonie, also so ganz in auch mit tiefen Ängsten, habe ich gemerkt, meine eigentliche Angst ist die vor dem Leben. Mhm. Und das hat mir der Tod gezeigt. Also, der Tod ist mit der größte Lehrer für das Leben, oder? Und das ist einfach wow. Mhm. Also, so die Angst davor loslassen und merken so, wer zeigt dir wirklich zu leben? Und Mhm. ja. Yes. Und Ja, wow. im Endeffekt, was mir gerade noch so kommt, auch in Verbindung zu Zeremonien, aber was ich da auch eben so stark erfahren habe, es ist 'ne Entscheidung. Also, ich glaube, viele von uns sind aufgefordert, sich zu entscheiden, so für das Leben, für warum wir hierher Ja. gekommen sind zu dieser Zeit und diese Resistance einfach sterben zu lassen und, Ja. eben die diese Anerkennung wieder auf tiefster Ebene dieses menschlichen Lebens und was für ein ja, dass es unsere Natur ist, diesen menschlichen Körper zu ehren und ja, also, Worte sind manchmal so schwierig, aber die das ja, das Ich glaube, das ist einfach Magisches, in diesem Körper zu sein. ich glaube Aber nicht ich glaube Luftikus magisch, sondern einfach, mit allem drum und dran.
Ich glaube, also ich persönlich war ja wirklich lange auch so auf dieser Erde und hatte das Gefühl, das ganze Leben ist gegen mich und eigentlich will ich gar nicht hier sein und überhaupt. Und das war wirklich tief und wirklich lange hier und ich bin ja erst jetzt immer noch am Ausgraben, wie tief das ging. Und weiß, jetzt ist der Moment, wirklich ja zu sagen. Ja, es ist der Moment, wo die Entscheidung gefordert ist von uns. So, willst du leben oder willst du dich immer noch als Opfer des Lebens sehen? Hast du immer noch das Gefühl, das Leben ist gegen dich oder beginnst du alles, was geschieht, für dich zu sehen? Weil es ist ja lediglich unsere Einstellung zum Leben. Nicht alles ist schön wegen dem. Und manchmal muss man echt unangenehme Dinge aushalten. Aber genau da geht es ja auch darum, diese Kapazität zu entwickeln. Das merke ich für mich auch mit unschönen Dingen zu sein Mhm. und die einfach anzunehmen und mit dem zu sein und zu wissen, ich komme gestärkt daraus. Ja, genau. Und je mehr wir das wirklich auf zellulärer Ebene verstehen, also desto schneller kann sie's dann ja auch wieder shiften, also das Genehmigt. Unangenehmste ist ja die Resistance, so, Ja, weil's genau. ja eben nicht es Widerstand. ist nicht wahr, es Mhm. gehört nicht so, es ist gegen Divine Order und wir kämpfen und kämpfen gegen uns selbst und gegen die Lebendigkeit, Genau. gegen das Göttliche und das ist so: „What?" Ja, nice try. Ja, wow. Und ich habe so das Gefühl, der Abschied deiner Mutter war für dich wie so noch mal dieses, also, du kannst ja da gar nicht dich dagegen, es passiert ja. Also, du musst dich wie arrangieren mit dem und es war wie so klar: „Okay, wow, okay, ja, take it.“ Also, du musst es ja wie nehmen und was machst du dann? Eben, vergräbst du dich irgendwie oder machst du das Beste daraus, oder? Und dann zu sehen, wie sich die Magie entfaltet, ich denke, das ist etwas, was auch Mut macht fürs Leben, dass selbst in den tiefsten, und intensivsten Erlebnissen immer wieder die Magie durchkommen kann, wenn wir uns öffnen. Ja. Und ich denke, ja, ich denke, das ist auch 'n ja, 'n schöner, äh, ja, Kreis, der sich da geschlossen hat. Im Sinne auch, Mut machen, dem Fluss des Lebens zu vertrauen. Und wie du gesagt hast vorhin, was wirklich unangenehm ist, sind die Widerstände und je mehr wir diese loslassen, umso schneller kann sich jedes Blatt wenden. Und das ist ein bisschen eine Trainingssache. Doch ich habe immer gestaunt, wie du auch in diesem Prozess mit deiner Mama da einfach mega schnell auch immer wieder geschiften konntest oder wie sich die Energien ja auch immer wieder geschiftet haben. Das heißt, wir sind die, die langsam sind. Eigentlich im Universum geht ja alles zack, zack, zack. Das ist ja auch wie gesagt, ich sehe oft so meine Führung so als Gesichter auch so. So und dann, wenn ich irgendwo hänge oder so und dann schaue ich so und dann manchmal sehe ich dann wie so meine Guides so: Was hängst du „So, schon wieder? it's your choice", so. Kannst schon da abhängen, musst halt nicht, aber gut, wenn du willst, bitte. Ja, schön. Ich bin Wow. schon weiter. Ja, komm einfach nach, wenn du so weit bist, so in dem Sinne, oder? Und auch da kommt wieder der Witz rein, oder? So, wenn wir auch da über uns lachen können, wenn wir wieder irgendwie in einem Sumpf suhlen und denken so: „Wow, mein Leben ist so schwierig“ und bla bli bla bla. Und wenn wir dann wieder raus sind, so merken so: „Okay, ja, ja, könnte auch ein bisschen mehr Dynamik reinkommen.“ Und ich denke, so lernen wir ja das auch, Step by Step immer schneller, diese Energien zu verändern und merken, dass alles, ja, das Leben ist Veränderung, alles ist Bewegung. Und ich glaube, das wird wirklich das perfekte Abschlusswort für das Pferdejahr, das kommt. Ich glaube, das wird uns das sehr stark beibringen. Den Galopp. Ja, das stimmt. Ich denke, da wird uns eingefeuert mit dem Feuerpferd, damit wir ein bisschen in die Gänge kommen. Genau. Ja, Ja, schön. Vielen, vielen herzlichen Dank für dein Teilen. ich danke dir für den Raum und für ja, wie ich das jetzt entfalten durfte. Wir hatten ja keine Ahnung, aber ich glaube, die 2 schön und stimmig. Und, ja,
wirklich Ja. hier in die Schweiz. Ja, und ich nach Mexiko. Danke, danke. Dann würde Bis zum nächsten Mal. Ja. Zum nächsten Gespräch. Alles, alles Liebe.